30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 20. Episode des YPC 21 und zur Entscheidungsfolge der Gruppe 1 in der Zwischenrunde. Jan Pusch liegt mit starken 516,5 Zählern auf Platz 1 und hat aktuell die besten Chancen aufs Weiterkommen. Ton van Ham hat ebenfalls eine Fullcard und mit 477,2 Zählern ebenfalls schon richtig Punkte gesammelt. Patrick Marable, Sylvain Legendre und Marc Patschowski folgen mit jeweils 5 Fischen, wobei Patrick unbedingt einen Hecht braucht, die beiden anderen sich aber die Fischart aussuchen können. Daniel Andriani liegt mit einem Zander abgeschlagen auf Platz 6. Petrus müsste sich so langsam aber sicher mal intensiver um ihn kümmern. Doch es ist nicht Daniel, dessen Laune immer schlechter wird. Kein Zupfer, nix. Und mehr habe ich das Gefühl, ich habe auf die falsche Taktik gesetzt. Es war noch viel Zeit, die vergehen kann und kann sich natürlich auch entsprechend viel tun. Aber Optimismus fällt schwer. Weil ich einfach weiß, was für ein Zwang es ist, dass ich heute wirklich definitiv noch abliefere. Also ich kann noch auf die Topwater-Punkte hoffen, was mich nicht so viel weiterbringt. Da brauche ich schon die Kombination aus Topwater-Punkten, Hecht und eine Verbesserung bei den Zusatzfischen. Optimalerweise größerer Zander und noch ein paar Barsche in der 40er-Kategorie, aber ja. Das Zanderangeln war deutlich zäher als erwartet. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich spätestens in einer Stunde mindestens einen habe, eher 2. Wir haben jetzt hier viel zu lange, 3,5 Stunden fast geangelt, für 2 Fische gelandet, eben nur einen verloren. So ist es manchmal beim Angeln. Ich fahre jetzt in die City, wir gehen jetzt ein bisschen Streetfischen kurz. Zwar fahren wir nach Rotterdam und was ich da vorhabe, erzähle ich euch gleich. Ja Leute, die Karte habe ich voll und jetzt bleibt nur noch eins, um das ein bisschen zu verbessern. Topwater, und wir fahren jetzt zu einem Spot, der ist ein bisschen weiter weg. Da haben wir vielleicht noch 3 Stunden Zeit, 4 Stunden Zeit zum Angeln. Und ja, wir nehmen uns einfach die Zeit und essen jetzt hier ein schönes Baguette. Der Salah ist auch dabei und der Kameramann hat natürlich auch ein tolles Baguette. Die Zeit nehmen wir uns und ein bisschen was trinken. Und dann haben wir wieder volle Energie und vielleicht kommt dann auch ein Topwater-Fisch raus, bringt nochmal 20 Punkte. Und ja, ich gebe alles. Also bleibt dran, es wird spannend hier beim YPC. Fisch. Barsch. Nee. Leider die falsche Fischart, Leute. Echt ein Dörbel raufgegangen. Dörbel. Leider die falsche Fischart. Haben wir wieder einen Kontakt. Fische sind da, ich muss einen richtigen fangen. Already half of the time gone. Not a good sign. I lost too much fish. I lost 3 fish. But a few ones are enough, so I'm ready. I'm not giving up. I will stay focused the whole afternoon. I won't leave the spot. That's a go big or go home strategy. Maybe I will go home tonight, but I will keep doing it. Wir sind jetzt in Rotterdam angekommen. Der Plan ist hier Barsche zu fangen. Ich war ungefähr vor gut 2 Wochen mal hier mit dem Malte von Ganki. Und wir hatten eigentlich einen ziemlich coolen Tag, beziehungsweise eine ziemlich coole Stunde. Wir hatten hier recht schnell Fische gefangen, wir hatten 2 über 40 dabei, so ein Mit-30er, noch so ein Nachläufer und sind dann relativ schnell hier wieder abgehauen. Das Problem hier in der City ist, dass die Fische entweder da sind oder nicht. Das Wetter hat sich sehr verändert, mal schauen.
ob sie noch da sind. Wenn das so läuft wie das letzte Mal, das wäre sehr cool. Wenn nicht, fangen wir hoffentlich wenigstens ein, dass ich mal meine Karte jetzt voll mache. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Karte voll machen, wie schon gesagt, wird nicht reichen heute. Ich brauche ein paar gute Fische, aber wenn die 2 Fische aus dem Training schon mal kommen. Hier die 2 40er Barsche, das wäre nicht schlecht. Mein Glück würde ich jetzt versuchen mit dem Deraku. Die 7 Gramm Variante, weil oft ist in den Städtenbereichen das Wasser sehr flach und da reicht die 7 Gramm Variante völlig aus. Und als zweite Route habe ich hier unseren kleinen 3-Inch Magic Slim Shad montiert in der Farbe Magic Perch mit 3,5 Gramm und hoffe, dass der Fisch bringt. Nicht nur Marc wechselt die Stelle, auch Patrick versucht sein Glück nun an einem anderen Gewässer. Ihr werdet das Gewässer wahrscheinlich gleich wiedererkennen. Mein Topwater-Gewässer. Ich kann nicht widerstehen und ich brauche die 20 Topwater-Punkte. Ohne die wird es eine Mischung aus unmöglich und unmöglicher. Ja, und darum muss ich mich wieder hier mal mit abquellen. Ich vertraue dem Kanal, ich finde den eigentlich ziemlich cool. Ich mag solche Gewässer. Hoffen wir mal, dass er mich heute auch cool findet und nett und keine Ahnung was und mir das gibt, was ich mir von ihm wünsche. Ich habe da einen 40 Plus Barsch gefangen. Ich weiß, dass hier auch Hechte drin sind. Ich weiß, dass klar Holland auch ein Zander drin sein könnte. Und da muss das einfach funzen. Werde wie ein Wahnsinniger verschiedene Kombos mit mir mitschleppen, weil die Zeit ist knapp. In der Hoffnung, dass ich für jede Situation das Passende dabei habe. Also Topwater, kleiner Köder, etwas größere Gummifische, mal ein bisschen über Grund schicken, habe ich hier noch nicht versucht. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Ich quassel viel, weil ich bin mega nervös. Ich habe Schiss, aber ich muss dazu noch sagen, ich war schon am Resignieren, ging von der Buhne weg und gehe da gemütlich über die Wiese im schnellen Schritt. Auf einmal kommt der Kameramann von der Seite und so, Gas, 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 Zeit! Und das ist Motivation. Und sowas zu erleben ist einfach nur geil. Wenn man tief hat, dann auf einmal der Kameramann ankommt und yeah, jetzt geht's los, wir geben Gas, wir müssen das noch irgendwie rocken. So, ein paar letzte Würfe jetzt auf Zander her und dann machen wir unseren Weg weiter, flussabwärts. Ein bisschen schade. Also natürlich bin ich froh, dass ich dieser einen Fisch gefangen habe bis jetzt. Ist besser als gestern. Aber eigentlich die Stellen hier kann auch richtig hart liefern. Ich wirklich hoffe stark, dass ich natürlich einfach so eine richtig gute Bissphase erwische. Und da kann man innerhalb kürzester Zeit mehrere Fische fangen. Darauf muss ich natürlich auch hoffen mittlerweile. Aber es ist immerhin, das Gewässer, wo ich jetzt bin und diese Strecke, wo ich jetzt angel, hat sehr viel Potenzial. Im Training hat man auch echt viele Fische gefangen. Und es ist auch heute sehr starke Strömung. Wegen der ganzen Regen vielleicht, oder wahrscheinlich. Und eigentlich mit so einer starken Strömung ist es richtig gut auf der Zander. Der letzte Spot für heute, nochmal volles Risiko. Ihr seht schon, ich habe einen Popper dran. Es geht Topwater auf Barsch und vielleicht nicht, vielleicht sogar ein Zander. Ich weiß es nicht. Also die 20 Punkte will ich mir unbedingt noch holen. Ich weiß nicht, was die anderen gefangen haben. Wir erfahren es ja nicht mehr und ich denke mal, der Marc gibt auch richtig Gas. Alle werden richtig Gas geben und ich weiß nicht, wo ich stehe in der Tabelle. Direkt in der Absinkphase ist was eingestiegen. Sieht aus wie ein Hecht. Ist ein Hecht. Und mein... Ja, ist drin. Ja. 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 Es war nur ein kleiner, aber ich habe den Hecht bekommen, ey. Direkt in der Absinkphase hat er den genommen. Ja, dürfte knapp über 60 haben. So, Hände noch mal nass machen. Hat sich ein Spinnerbait direkt weggesnackt. Und das! Ah, egal, selber schuld. Ja, ich lerne es auch nie.
Das wird saften. Muss ich mal gucken, ob ich das gleich verarzte. So, mal schauen, was hat der Kerl? Das ist ein 65er. Auch wenn's blutet, das könnte noch ein sehr wichtiger Fisch für Patrick werden. Full Card für den Loose-Team-Angler. Er zieht an Sylvain vorbei und liegt keine 20 Punkte mehr hinter den Qualifikationsrängen. Hechte bestrafen Dummheit sofort. Also wenn man so blöd ist, einen Kiemgriff machen und dann den Daumen frei in der Gegend herumbaumeln lässt und wenn er sich schüttelt, irgendwie mit dem Daumen so zudatscht, dann hat man halt hier irgendwie einen Zahn am Ende drin. Hat echt gut geblutet. Jetzt ist Desinfektionsmittel einmal drüber geschüttet worden. Dann jetzt den Pflaster, damit ich mir das Angelzeug nicht total mit Blut versaue und die Wunde ein bisschen geschützt ist. Letzte Woche habt ihr gesehen, wie ich mich selber massakriere mit Zandern und ein bisschen Barsch. Jetzt ist es tatsächlich der Klassiker, der Hecht. Läuft. So Leute, wir sind jetzt an unserem 4. Spot angelangt. Noch weiter flussabwärts. Also wir fahren eigentlich immer 5 Minuten flussabwärts, 5 bis 10 Minuten. Ja, es ist sehr interessant. Es gibt noch einen Fluss, der hier kreuzt mit dem Fluss, wo ich drauf angel. Und gibt sehr viele unterschiedliche Strömungen hier, die zusammenkommen. Auch so eine schöne Einbuchtung hier mit vielen Steinen. Also hier ist eigentlich ideal, Barsche zu fangen. Auch in der Strömung natürlich Zander auch. Ja, ist eigentlich mein letzter Spot sozusagen und dann würde ich rotieren wieder zu dem ersten. Ich würde hier ein bisschen ausfischen, sehen ob heute was geht hier. Ich gebe dem Spot ein bisschen Zeit, so wie die anderen auch. Und ja, wir fischen hier immer so vielleicht eine Stunde, gute Stunde, sehen ob irgendwelche Fische kommt. Wenn ja, bleiben wir, wenn nicht, gehen wir weiter zurück zu der ersten Spot. We had quite a slow action, even no action actually, from the last spike. So it's now 3 hours left. So we change. We've been a bit further on the lake, sticking to the strategy. So I'm just waiting for 1 or 2 bites, but the good ones. Okay, so right now we have 3 hours left. We will be casting almost topwaters only. I've got one spot that I want to cast out for perch with jigs. And for the rest, we will be casting topwaters to get those 20 points. Wish me luck. Also man sieht hier wunderschön die Aktion der Rute. Alter, was ist denn das? Also Leiche ist es keine. Aber, pass auf, das ist ein Stapel alter Zeitungen, würde ich behaupten. Oh, jetzt ist er weg. Da ist er abgesoffen. Ekelhaft. Ja, ich glaube, in Städten fängt man oft mehr Dreck als Fisch. Da war ein Biss. Leute, es gibt's nicht. Das sind unwahrscheinlich schwierige Bedingungen. Wir haben wieder auflandigen Wind, aber auch ein bisschen Wellen und so weiter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Fische das so mitkriegen. Es ist halt schwierig. Wenn es windstill wäre, wäre es sicherlich einfacher für Oberflächenköder. Es ist nicht einfach. Köder läuft gut, alles schön, aber ob da was passiert, man muss dran glauben. Und niemals aufgeben. Man darf niemals aufgeben. Und noch habe ich ein bisschen Zeit. Und deswegen. Es macht auf jeden Fall Spaß, diese Art der Angelei. Mal was ganz anderes. Das Schöne natürlich auch, man sieht dann den Biss. Das ist ja das Verrückte. Also, wenn man so ein Biss mal erlebt hat, dann schwärmt man davon. Vielleicht klappt es heute auch. Nothing works. That's really super hard fishing. So, just lost my lure. Everything goes wrong. But that's life. So, I'm not stranded yet. I'm just injured for the moment, mentally. But I don't give up.
I know a few bites can change everything. That's all about fishing. There are highs and lows. We have mainly lows today. But that's okay. Competition is always the same. You can win at the very last cast. I did it already. But it's you need to be strong in your head. But that's at the same time it's about sticking to a strategy, but being reactive enough to adapt. So that's two things that goes a bit against each other. But you need to get both. What reaction should I have now? The watercolor, because I fished that water 2 days ago, was really good. So what has changed? The wind has changed, the water clarity has changed, there are less waves, everything, so the fish is less active. So it doesn't mean there is no solution. So that's really what we need to explore, try to find some solutions for this problem. Normally clear water, dark colors work better. So let's go for the black and gold. Now we're good to go with a more compact bait, because in my situation even a good perch would be enough, so we do it, we go. Yes, fish on. It's swimming to me. Probably a good. Oh, that's a baby pike. Shit. Okay. We'll measure it anyway. What a baby. Oh. Such a small one. This one is as safe as I can. This one is 51. Okay. On the side. That's hard. Ein kleiner Hecht für den Franzosen, der damit zwar seine Karte füllt, doch keine Verbesserung in der Tabelle bedeutet. Er braucht größere Fische fürs Weiterkommen. Auch Marc fängt nicht das, was er gerne fangen würde. Alter, die Axt. Oh, wieder Dreck. Oh Mann, ey. Glaubt man's denn? Das schmeißen wir gleich irgendwo in den Mülleimer. Was ist denn das? Ekelhaft. So, das wollen wir jetzt noch entsorgen. Jeden Tag eine gute Tat. Rotterdam war leider nichts. Jetzt nochmal einen Spotwechsel gemacht. Ich bin jetzt an den Polder gefahren, wo ich schon in der ersten Gruppenphase gute Hechte hatte. Allerdings war wohl Hecht die letzten Tage ein bisschen schwierig. Ich habe mal mit Fred gesprochen, der ist auch am Trainieren gerade für seine Gruppe. Und der sagte auch, er hatte gestern den ganzen Tag nur einen Kontakt gehabt. Ja, ich weiß nicht, aber im Moment fällt mir nichts anderes ein. Ich würde gerne noch auf jeden Fall meinen 6. Fisch gerne fangen. Am besten gleich ein schöner Hecht. Das werden wir jetzt mal probieren. Hab 2 guten montiert, eine wieder mit dem Swimbait, was ja sehr gut funktioniert hatte. Das ist der neue Dow Swimmer 180 Slow Floating. Und die andere Route habe ich mit einem Jerkbait, mit unserem Dexter Jerk mit der neuen Größe 100 Slow Sinking montiert und hoffe, dass mir einer von den 2 jetzt einen dicken Fisch bringt. Unseren Nitro Booster kann man auch perfekt auf Hardbaits aufbringen und auch zum Hechtangeln. Beim Hechtangeln gibt es 2 Stück, die ich favorisiere. Einmal ist es die Sardine, so Meeresduft kommt immer gut auf Hecht. Zum anderen ist es der Squid & Grill. Der Squid & Grill deshalb, weil er UV-aktiv ist. Also ich werde jetzt hier ein bisschen Sardine draufbringen auf den Köder
Und dann nehme ich mir einfach hier ein bisschen und schmier das hier unten so ein bisschen an den Drilling. Das hebt relativ lange, das ist jetzt nicht der mega UV-Punkt, aber es ist doch schon ein bisschen vielleicht ein Reizpunkt oder ein Bisspunkt. Und gerade wenn man langsam damit angeln kann, so extra Geruch schon nochmal was ausmachen. So, das schmiere ich mir jetzt gleich irgendwo hin und dann geht's los. Fisch, Fisch, Fisch! Das gibt's doch gar nicht. An den Köder ran gemacht. Nicht mehr Topwater und gleich beißen die Fische. Die Kante runter. Ah, ein kleinerer Barsch. Aber immerhin, Fisch ist Fisch und vollgenommene Köder. Ist das herrlich? Guckt ihr an, der nächste Barsch. Vielleicht bringt er mir sogar einen Punkt mehr. Wollen wir schauen. So, er ist dran. 36,5. Fisch, Fisch, der nächste Wurf und wieder ein Knaller, du. Oder der ist besser. Der könnte besser sein. Der könnte jetzt ein paar Punkte bringen. Auf den ASB. Auf den ASB. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder auf den Perch. Was ist das denn? Nee. Guck mal. Das ist kein Barsch. Aus wie ein Rapfen. Aus wie ein Rapfen. Bringt mir keine Punkte, aber jede Menge Angelspaß. Und den habe ich heute hier. Guckt euch das an, der Rapfen. Kein Riese, aber hat ihn auch voll genommen. Also anscheinend mögen die Rapfen den ASB-Spinner ganz genauso in Perch. Nette Abwechslung. Ich habe jetzt gute Hoffnung. Leute, das ist der letzte Spot hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wer weiß, was alles noch passiert. Topwater funktioniert irgendwie nicht, wir haben zu viel Wind. Dafür geht Jigspinner, ASB und Perch. Und den werde ich jetzt hier ordentlich durchleiern. Und es kann alles noch passieren. Deswegen, ich muss Gas geben. Ich weiß nicht, was die anderen gefangen haben. Ich weiß es nicht. Und die werden alle Gas geben. Und vielleicht fehlen da nur 1-2 Zentimeter. Deshalb drückt mir weiterhin die Daumen und bleibt dran hier. Es bleibt spannend. Ja, man hat hier ein relativ flaches Ufer, geht erstmal so einen halben Meter, 1 Meter tief, dann geht eine richtige Kante runter auf 2, 3, vielleicht auch 4 Meter. Und genau vor die Kante werfe ich halt viel. Und wenn ich auf Spinnerbait fische oder mit Gummi und lasse es auf Grund sinken, dann ziehst du dann die Kante hoch, in der Hoffnung, dass da halt irgendein Räuber steht. Weil ich denke mal, Hecht, Zander, Barsch patrouillieren auch dort viel. Aber Topwater-Attacken habe ich tatsächlich vom Barschen nur ganz nah am Ufer gehabt. Es ist immer fies, wenn du unter anderen Umständen ans Gewässer kommst, als du es kennst und dir nicht sicher bist, ob das, was du tust, eigentlich jetzt gerade das Richtige ist. Ob du nicht vielleicht doch irgendwie was anderes machen solltest. Ich habe hier einfach keine Idee, mit welchem Gewässer ich das vergleichen könnte, um zu sagen, sind die immer noch im Flachen oder nicht. Weil das Wasser ist immer noch relativ warm. Und im Gegenteil, eigentlich dürften sie sich noch sicherer fühlen, weil das Wasser ein bisschen drüber ist. Also eigentlich spricht es dafür, dass sie noch flach stehen. Reagieren sie auf Topwater ist dann die nächste Frage. Also, That's a known spot. Okay, so we have the perch and a quite good one for the card. So what we're going to do now is switching between soft baits for zander and topwater for asp. So we'll just be using regular soft baits like the Bulties in 9.5 centimeter, and now we will be switching if we see some topwater action to a popper. So that's the plan. I will see how it works out.
Ja, oh, da war ein Biss. Da ist er wieder dran, der ist wieder raus. Der ist rausgeknallt wieder. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist irgendwas anderes, größeres. Vielleicht ein Rapfen, großer Rapfen oder ein größerer Rapfen. Oh, okay. Muss ich aufpassen. Könnte auch mal ein Hecht sein hier. Man weiß es immer nicht, ne? Ja, Rapfen. Guter Rapfen. Bringt mir jetzt nichts, aber jede Menge Drillspaß. Weil die Dinge gehen ja richtig ab. Cypriniden, Karpfen, ähnliche Fische, ernähren sich aber später in der Entwicklung räuberisch. Deswegen gehen die auch, also sie jagen kleine Fische und gehen manchmal auch auf Kunstköder. Gerade guckt euch das Ding an, voll genommen. Der hat den Köder voll drin. Volles Pfund. So, pass auf, den werden wir mal rausholen. Was ist das für ein Angeltag hier beim YPC, Leute? Das macht mich fertig, du. Leck mich am Barsch. Die Fische beißen an seiner Stelle. Vielleicht sollte der Schweriner doch noch mal einen Topwater-Köder montieren. Fisch, der nächste. Das ist doch nicht zu fassen hier. Leute, das ist nicht zu fassen, du. Aber das ist ein kleinerer Barsch. Merke ich schon. Und hat sich auch gleich verabschiedet. Gott sei Dank habe ich ein bisschen losgeschüttelt. Ist zu klein gewesen, aber hier müsste es auch große geben. Also, ich muss hier dranbleiben, Leute. Ich muss dranbleiben. Wer weiß, was noch passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber es ist extrem windig auch heute. Und es ist sehr, sehr schwierig mit der Köderkontrolle. Vor allen Dingen auf der langen Würfe auf Zander. Es ist nicht einfach zu spüren, wenn der Köder auf dem Boden ankommt. Und überhaupt einen schönen, guten Kontakt zum Köder zu haben. Ist echt nicht so einfach heute. Soll jetzt keine Ausrede jetzt wirken, aber das ist einfach Fakt, ist, dass es sehr windig ist. Man könnte trotzdem Fische fangen, wenn die anbeißen würde. Eigentlich die Bedingungen, finde ich, sind sehr gut, außer dass es ein bisschen zu windig ist. Aber ansonsten, es gibt sehr gute Strömungen auf dem Fluss. Im Training war es immer so, dass beim guten Strömung, viel Strömung, haben die Fische auch gut gebissen, vor allem der Zander. Aber ja, die letzten 2 Tage habe ich ein bisschen einen Wurm drin, oder was ein bisschen, ganz schön viel. Und ich habe gehofft, dieser ein Zander vorhin wäre die Erlösung, dass man dann ein bisschen einen Lauf kriegt. Aber der Lauf ist ganz schön gestottert. Hey Leute, heute möchte ich euch ein weiteres und neues Highlight in der LMAB Produktrange vorstellen. Das LMAB Fluorocarbon 100 Pro. Hergestellt in Japan nach allerhöchsten Qualitätsstandards, bereits im Rohstoffmaterial. Das 100 Pro ist robust in seiner Oberfläche, also außerordentlich abriebfest und trotzdem easy knotbar in allen möglichen Stärken. Wir haben das Material in 12 verschiedenen Varianten von der 0,15 mm bis zur 1,0 mm Version. Das heißt, für jeden Zielfisch was dabei. Dieses Material hat eine mittlere Dehnung, was den Köderlauf selbst nicht beeinflusst, aber die großen Kopfschläge perfekt abfedert und somit die Aussteigerrate äußerst gering hält. Durch das Easy Roll-Off-System könnt ihr das Fluorocarbon simpel auf die gewünschte Länge abspulen, sauber abschneiden und ganz einfach wieder in der Tacklebox verstauen. Also, auf zum nächsten Tackle Store oder zum Online-Shop deines Vertrauens und sicher dir dein LMAB 100 Pro. Oh, sehr gut, sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. Here we go! Super geil. Dann haben wir schon 2. Ja Mann, fehlt nur noch der Barsch. Und da ist das Triple! Wie geil ist das? Yes! Nice. Mission completed, oder? Mission complete.
Yes. Oh, lost it. Was a good perch, pretty sure. Oh no. Oh no. Just lost a good perch in the 40s, I think. Just got 3 head shakes and gone. She took it really far from me, but I mean, everything was good, I think. Very compact spinnerbait, trailer hook. There was no reason for her to escape, but it happens. So it's not the right moment. I badly need one big fish or one 80 plus perch, 40 plus perch, 80 points. So not at the right moment. I hope the rain changes something. It makes the surface a little bit blur. It's normally better fishing with metal stuff like spinnerbait and stuff under the rain or under the wind. So I'm really full of hopes. Oh, that's too bad. Fisch. Echt? Ein kleiner. Brauche ich auch gar nicht zu messen. Der ist zu klein. So. Zurück damit. Hat echt Hoffnung, dass ein Barsch ist. Also nicht so schlimm wie letztes Mal, wo ich nur einen Fisch den ganzen Tag hatte im zweiten. Aber noch ist die Zeit nicht vorbei. Und wer weiß, vielleicht kommt noch irgendwie mein Topwater-Punkt. Das beißt hier wie verrückt, Leute. Und alles auf diesen ASB. Jetzt die letzten Fische, das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist also natürlich auch Rapfen dabei. Aber nicht nur Rapfen, auch Barsche. Noch nicht die Größen, aber gut, ich meine, das musst du erstmal über 37 cm jetzt oder so, musst du erstmal bringen. Muss also so ein 40er vielleicht kommen oder so, das ist ja auch nicht so einfach. Also ich bin schon echt zufrieden mit dem Ergebnis bis jetzt. Leider nicht auf Topwater, da wollen sie nicht. Obwohl die Fische hier sind. Vielleicht versuche ich es noch mal auf Topwater, aber ist halt bei dem Wellengang ist es Topwater echt schwer. Aber wir haben Spaß. Wir haben jede Menge Spaß hier und das ist doch das Schöne am Angeln. Also das ist ja Wahnsinn. Wenn das so beißt, wenn das läuft, wenn die Strategie aufgeht, wenn der Plan funktioniert und das ist der nächste. Mann, nochmal, was ist denn hier los? Gibt's doch gar nicht, du. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Der Köder ist eine Macht, du. Das sage ich euch. So, und jetzt, das könnte ein Barsch sein. Ja. Ja, ein kleinerer Barsch. ASB Perch, kleinerer Fisch, den brauche ich auch nicht messen. Und gleich wieder zurück. Und er schwimmt weg. Wahnsinn, Wahnsinn ist das. Was für ein Tag. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Und das im Wettkampf, irgendwann hat man das schon mal. Wahnsinn. Auch wenn dieser Fisch wieder keine Punkte bringt. Jan scheint aktuell schwer einzuholen zu sein, doch Tons zweiter Platz ist alles andere als sicher. Vor allem Patrick und Sylvain könnten mit nur einem Fisch an ihm vorbeiziehen. Bei Sylvain wären ein 77er Hecht oder ein 39er Barsch, bei Patrick ein 84er Hecht oder die 20 Topwater-Punkte aktuell die wahrscheinlichsten Optionen, Ton von Platz 2 zu verdrängen. Yes. Oh, oh. Man, look at the move. That was like 90. What? I did set the hook like as strong as I could. The hooks are brand new. That was a 90 fish. I can't believe it. I got it for 5-6 seconds. Good bite, good strike. Can't understand, everything was good. Oh, I'm mad.
close to me, 10 meters. Mann, ist das Spaß, du. Das macht so Spaß. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie groß der jetzt ist, was das überhaupt ist. Aber das ist alles Spaß hier beim YPC. Das ist also unglaublich, unglaublich. Oh, der geht aber gut ab, du. Ach, herrlich. Mal gucken. Das kann ich noch nicht sehen. Oh, der ist aber jetzt, das ist ja schon, also von der Kampfkraft ist das schon toll, du. Könnte wieder ein Rapfen sein, ich weiß es nicht genau. Wow. Wow, wow. Was ist es jetzt? Das ist jetzt spannend. Was ist es? Ein Barsch, ein guter Barsch. Der könnte mich weiterbringen. Ein guter Barsch ist das. Ein guter Barsch auf ASB. Der könnte ein bisschen größer sein. Ja, da ist er! Toller Barsch hier! Wahnsinn! Was geht denn bitte hier ab? Was ist das hier? Ist das fett, Leute? Wahnsinn! Auf jeden Fall ein bisschen größer. So. 39 cm Barsch hat mich ein bisschen weitergebracht. Der geht natürlich auch zurück. Und es gibt wieder ein paar Punkte, Leute. Ich weiß natürlich nicht, was die anderen jetzt gefangen haben. Aber jeder Punkt bringt mich etwas weiter in die nächste Runde zu kommen. Und dafür brauche ich eure Unterstützung. Ich gebe weiter Gas und wir haben noch ein bisschen Zeit. Knapp ein bisschen über eine Stunde. Und die müssen wir einfach ausnutzen. Zeit ist Fisch. Nach 4 Fischen ohne Upgrade bringt dieser Barsch jetzt nochmal eine Verbesserung. 520,5 Punkte. Jan knackt den Punkterekord von Enrico Di Ventura. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Wahnsinnsleistung. Ich mache jetzt die Wurf zu Ende. Und dann ist wieder fast eine Stunde vergangen, seit ich hier bin. Zeit läuft echt schnell, when you're having fun. Und dann würde ich fahren zu meinem ersten Spot wieder, wo ich heute Morgen auch eine Attacke hatte mit dem Barsch. Da sind auch viele Barsche, die kommen immer wieder vorbei da. Und Zander auch. Und da würde ich die letzte Stunde einfach da angeln. Und hoffen, ich erwische die Stunde, wo ein paar Barsche oder Zander doch vorbeikommen und auch beißen. Bin mir auch sicher, ich habe hier an genug Fische vorbeigeangelt sozusagen. Aber ja, wenn die nicht beißen, ist schwierig. Ja. Habe schon auch viel durchgewechselt. Weiß nicht, wie viel ihr das immer mitbekommen, aber ich habe echt mit Jigspinner, Crankbaits, bisschen on Topwater, Twitchbaits, Spinnerbaits und jetzt wieder Softbaits. Also ich wechsle schon viel durch. Die wollen einfach nicht beißen heute. Bei irgendwelchen, die mitmachen, würden die Fische sicherlich auch beißen. Und deswegen sieht ihr bestimmt trotzdem viele gute Fische, wenn auch nicht von mir heute. Weiter geht's. Ich habe ein klein bisschen die Taktik geändert. Zwar hat der Chat einen Hecht gebracht, aber jetzt habe ich einen kleinen Spinnerbait dran. Den Rocket Chat von Striking. Ist mit 14 Gramm relativ schwer, lässt sich sehr weit werfen. Man kann ihn über Grund jiggen. Ich habe damit schon Barsche und Hechte gefangen. Ich habe einfach ein bisschen mehr Vertrauen aktuell in so einen Köder als in den Chat, weil da kamen mir zu wenig Bisse. Weil ich erwarte, dass mehr Barsche hier sind. Und eigentlich hätte es wenigstens irgendwo mal ein Barsch einsteigen müssen. Also irgendwas muss sich ändern. Das war jetzt nicht die optimale Farbe für Barsch, vermute ich, aber Versuch macht klug. Also weiter. This is the last hour now. Just missed a 90 plus pike. I think that's a very, very bad luck. I mean, this pike was needed, so I won't give up.
keep casting and try to catch a good one will be cool. So we finish that stretch until the end. No other option with the little time remaining. Ah, Fisch! Mann, du! Wahnsinn! Der nächste kommt, du! Und wie, der ist auch so reingenagelt. Leute, so reingenagelt. Das könnte auch ein bisschen besserer sein jetzt, mal gucken. Könnte, weiß ich nicht. Noch ein bisschen Wind hier drauf. Aber Wind anerkannt, Fisch in der Hand. Rapfen, ist ein Rapfen. Das gibt's doch gar nicht. Der dritte Rapfen. Und ich glaube, ich sollte jetzt mal auf Topwater umsteigen. Also das ist jetzt wirklich, also egal, wir haben zwar viel Wind, aber man sollte jetzt mal wieder Topwater probieren. Hat den ASB voll genommen. Also könnt ihr auch gut auf Rapfen angeln, bitte. Wahnsinn. Zack. Ja, schöne, schöne Rapfen. Zack. Ja, Leute. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber Topwater wird mir natürlich viel mehr bringen. Ne? 20 Points, die habe ich noch nicht. Die anderen haben bestimmt alle schon mit Topwater gefangen. Marc sowieso, denke ich mal. Der wird auch oben wahrscheinlich aufgeholt haben. Patrick, auch ein guter Angler. Die sind alle gut. Also die jetzt weitergekommen sind, Leute, die sind alle echt gut. Und ich weiß nicht, wie ich stehe. Deswegen, es macht, glaube ich, mehr Sinn, jetzt damit aufzuhören und einfach auf Topwater probieren. Hop oder Top, vielleicht die 20 Punkte noch mitzumachen. Ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet. Vielleicht könnt ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet an meiner Stelle. Ich denke, ich werde jetzt auf Topwater einfach, ich muss es einfach gehen. Ich weiß nicht, wie knapp das oben ist. Ja? Also drückt mir weiter die Daumen. Es bleibt spannend hier beim YPC. Es bleibt tatsächlich spannend, denn gerade im Kampf um Platz 2 ist noch alles offen. Ton, Patrick oder Sylvain, wer fängt den nächsten Fisch? I think the other performed better than me, there is no doubt. I did almost nothing today. So that's a no qualification for the moment. While the others got different kind of fortunes yesterday. So I can't make any pronostic at that stage. I don't know, to be honest. I would like Patrick to go to the next one because he's in my team. So that would be cool for him, and he did a lot of preparation, so it's deserved. I don't know. Then there are experienced angler. Marc is super experienced. Well, the others I don't know. Jan Pusch did well. Toon is a very nice guy. I don't know. So well, any of them. Ey. Gesehen hatte ich ihn nicht, aber vielleicht war es einfach nur ein Karpfen, den ich berührt hatte. Aber es war auf jeden Fall ein Fischkontakt. Schade. Das ist nichts. Das ist ein Hänger. Heute hat echt nicht so gut gelaufen bis jetzt für mich. Ich glaube auch nicht, dass der letzte jetzt 30, 40 Minuten einen riesen Unterschied machen wird. Natürlich bin ich immer der Optimist, und ich würde auch weiter natürlich jetzt auch durchwerfen und hoffen, dass was Vernünftiges drauf geht. Aber sieht nicht so aus, als ob es heute mein Tag sein wird. Immerhin, ich bin jetzt wieder an einer guten Stelle, wo es, wie oft gesagt, im Training viel Fisch gebracht hat. Lass uns mal schauen, ob es vielleicht ein letzter Fisch uns bringt. I think this is a big perch or a big zander. No, it's a bit. Oh, it's a pike. Ah,
Really felt like a perch. That's why we use thick fluorocarbon. We have 3 species today. That's cool fishing. It's not an upgrade, pretty sure of that. Let's measure quick. Won't be necessary, but I think it's 65 or something. Something close to 65. Yeah, 60, 67. So that's not an upgrade. Schon ein 37er Barsch hätte Tons Punkte verbessert, doch da es leider ein mittlerer Hecht ist, verändert sich sein Punktekonto nicht. It's not an upgrade, but it's fun. And we have 3 species today. And that shows you why you should be using a thick fluorocarbon line or a steel wire. Because we would have lost 20 points here. And now we're totally fine. We have to make a break, guys. I would love to fish a bit more, but this small sheep is blocked into the fence. Look at him. Without cutting it, I have no idea how to handle that. Yep, good one. Finally, I was useless, but Das war ein Wurf. Der war geil. Aus der Entfernung genau in die Zweige am Rand vom Wasser. Aber leider kein Fisch. Ich glaube, das ist die Stelle, wo ich am zweiten Tag am Ende noch die Topwater-Attacken hatte und Fisch verloren hatte. Deswegen habe ich heute gehofft, wenn ich da hinwerfe, dass da vielleicht irgendein Barsch direkt zuschnappt. Ach ja, jetzt hätte ich gerne einen Stein der Weisen, der mir sagt, wie ich einen 40 Plus hier rauszuppel. I love lamb with garlic and butter. Oh, reingeballert, hier ganz vorne in der Ecke. Kein Riese, aber immerhin. Ich glaube, das ist gar nichts Großes. Aber der Fisch noch mal hier. Mann, du! Wahnsinn! Zander? Kein großer? Auf Popeye? Nochmal ein Zander! Fast zum Schluss. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir noch haben. Ich glaube knapp 10 Minuten. Und ja, Wahnsinn. Leute, das läuft einfach. Ich glaube nicht, dass er mich weiter nach vorne bringt mit den Punkten. Aber Fisch ist Fisch. Hat den Popeye doch voll genommen. Direkt vor den Füßen, vor der Steinpackung. Ich wollte schon hochdrehen, denke, na und dann wumm. Wahnsinn. Mensch, na ist das nicht ein schöner Fisch? Heute läuft einfach alles. Heute wird gepusht. Oh, der bringt mich sogar ein bisschen nach vorne. Ne? Der hat auf jeden Fall 56. Wahnsinn, ganz zum Schluss. Und da müsst ihr immer dran glauben. Ihr könnt sogar mit dem letzten Wurf noch mit einmal, es steigt da eine Granate rein und ihr habt alles richtig gemacht.
Nochmal 1,3 Punkte mehr für den Tabellenführer. Aber wer wird Zweiter? Können Patrick, Sylvain oder Marc noch kontern? Sylvain mit einem 77er Hecht oder einem 39er Barsch und Patrick mit einem 84er Hecht oder den Topwater-Punkten haben durchaus lösbare Aufgaben, um Ton noch einzuholen. Für Marc müsste schon ein Hecht von 1,12 Meter Länge oder 2 Fische sein. Ja Leute, und dieser schöne Zander geht jetzt zurück. Mann, Wahnsinn, was ist das für ein Tag? Unglaublich, und da schwimmt er weg. Und es sind noch knapp 10 Minuten Angeln, aber also ich bin völlig begeistert. Also ich hoffe, ihr seid es auch. Ich möchte mich bei euch wirklich bedanken für die tolle Unterstützung. Besonders bedanken bei Alexander Wolkowski von Alpha Mobile Marine, der das Ganze ermöglicht hat. Findenwald Germany, Findenwald Deutschland. Wahnsinn. Also ich habe, denke ich, für das Team alles gegeben hier beim YPC. Ich kann auch nicht mehr jetzt. Ich werde jetzt auch aufhören zu angeln. Ich nutze die Zeit einfach, um mich bei einigen zu bedanken. Natürlich auch bei dem Mann, der hinter der Kamera steht. Der Adrian ist das, der das gefilmt. Bei Salah El Babushi auf jeden Fall. Und ihr könnt natürlich ein fettes Boot gewinnen. Ein Rangy-Boot mit einem Power Mercury Motor. Das Ganze könnt ihr gewinnen. Ein Ultra-Paket. Ein Zuschauer kann dieses Boot dieses Jahr gewinnen beim YPC. Die genauen Regeln dann bei hecht und barsch.de. Tut mir bitte einen Gefallen, derjenige, der das Boot gewinnt. Ich würde gerne eine Jungfernfahrt mit euch machen. Also ganz ehrlich, wenn ihr das Boot das erste Mal fahrt, ladet mich ein, egal wo ihr seid, in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz oder wo auch immer. Ich komme hin und wir machen eine Jung, wenn ihr das wollt. Ich würde mich darüber riesig freuen. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ja, denkt immer dran, Zeit ist Fisch. Bis dann, euer Jan. Danke. Ich komme hier zum Bereich, der so aussieht, als wäre da kaum jemand bis jetzt durchgelatscht. Und ich selber habe hier auch noch nicht gefischt, aber es ist überall Baumwerk am Wasser, so diese kleinen Büsche, wo immer die Barsche drunter stehen. Und ich habe jetzt 240 plus auf den Topwater gefangen und es ist halt eine wahnsinnig schnelle Methode. Es ist 1-2 Würfe am Ufer entlang und da verliere ich nicht so viel Zeit wie zum Beispiel beim Jiggen. Und deswegen vielleicht doch die beste Kombination, nicht nur mit Spinnerbait zu fischen. Man weiß ja nicht, kann ja auch darauf ein guter Hecht beißen. That was it. That was the last cast. We had really tough fishing today, but I'm satisfied that we caught the perch and that the bite of the last pike was so extremely hard. If I'm not part of the whole finals and I won't go through, then I want to thank Westin, of course, for giving me the opportunity to be in this competition, the cameraman for following me throughout the bushes and to the most unknown locations. A lot of friends from Westin, from Team Westin, for the support and for training with me. Chris, Luke, Tom, all of you guys, thank you. And we will see you hopefully in the next round. That was it for me. Let's drive back. Das war's mit YPC Ufer 2021 für mich. Vielen Dank für alle, die den Daumen gedrückt haben. Heute oder gestern und heute hat es leider nicht gereicht. All in all, ich bin sehr froh, dass ich überhaupt die zweite Gruppenphase quasi erreicht habe. Also weil das ganze Teilnehmerfeld war wirklich voll mit wirklich sehr guten Anglern. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Vielen Dank auch an die Mitarbeiter bei Hecht und Barsch, dass ihr alle die Firma so gut weiterführen, wenn wir ewig nicht da sind für solche Competitions. Und last but not least natürlich ein riesen Dank auch an meine Frau und an meine Familie. Man ist ewig lange weg vom Zuhause, lange on the road. Und man kann das alles nicht machen ohne die Unterstützung auch von der Familie. Also vielen Dank auch dafür. Leute, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr, ich glaube auch vorher, aber spätestens nächstes Jahr bei der YPC 2022. Ich freue mich jetzt schon riesig.
Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kenne fast ganz Holland. Jede Ecke bin ich überall rumgefahren. Ganz viele Flüsse, ganz viele Kanäle, Poldern überall. Und von Jahr zu Jahr hat man natürlich immer mehr das Gefühl, okay, man weiß, wo es hingeht und wo man ausprobieren sollte. Und deswegen, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Competition und damit bin ich raus, Leute. Bis dann, ciao. So, meine Zeit ist jetzt so gut wie um. Das wird mein letzter Wurf werden. Boah. Fisch. Oh, nee. Ein Brassen gehakt. Spannung bis zur letzten Sekunde, Leute. Wie kriegen wir den jetzt da schön sauber abgehakt? Am besten im Wasser. Also ein richtiger Klodeckel, Leute. Ach, come on. Oh, was ein Teil, Alter. Oh. Was ein Brummer. Mein letzter Fisch des YouTube Predator Cup. Ein gehakter Brassen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall noch schleimige Hände. Oh, ja, es ist vorbei. Ich habe nicht mal 6 Fische heute zusammenbekommen. Vielleicht war es heute auch noch mal schwierig, ich weiß es nicht. Egal wie, es gibt keine Ausreden. Es hat dieses Jahr nicht geklappt. Ich denke, vielleicht Jan, Ton oder so ist weiter. Schade. Ich hätte mich gefreut, wenn ich es noch weiter schaffe. Waren 2 richtig harte Angeltage für mich. Ich meine, ihr habt es gesehen, ihr wart dabei. Muss es auch mal geben, es kann nicht immer gut laufen. Und ja, Glückwunsch an die 2 ersten Halbfinalisten. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Marks letzter Fisch ist eine Brasse. Er bekommt keine Full Card und scheidet wie Daniel aus. Ton liegt noch immer auf Platz 2, als er das Angeln einstellt. Verdrängen können ihn nur noch Patrick und Sylvain, der jedoch nur noch 2 Minuten auf der Uhr hat. Yep, fish. Fish on. Oh. So, that's a 60. That's a baby pike, 60 centimeters, small improvement, not enough to qualify anyway. All right, guy, last cast. Well, the plan was good, the execution was poor, because I got the fish I needed on the line. So, mix of bad execution and bad luck, I think, but well, last cast of that YPC. And that's it for me. It means no qualification for this year. The plan was okay, I think. I was very close to make it, and I wish good luck to all the others for their final and semi-final. I just hope Patrick qualifies, so we have at least one Fox guy in at the final round, but that was pretty cool. Very difficult from the shore, long walk, sweat and everything bad, but at the end I enjoyed and I spent like 2 good days of fishing. Auch wenn er die Fänge der anderen nicht kennt, Sylvain hat recht.
Dieser Fisch ist 18 cm zu kurz für die nächste Runde. Er beendet seinen Angeltag auf Platz 3. Jetzt ist nur noch einer am Wasser. Patrick Marable liegt momentan auf Platz 4, doch ihm bleibt eine Stunde Zeit, sich doch noch für das Halbfinale zu qualifizieren. 84er Hecht oder 20 Topwater-Punkte. Kann er das eine oder das andere noch schaffen? Ja, das ist ein kleiner. Aber da sieht man mal, wie gierig die kleinen Biester sind, dass so ein kleiner Barsch auf so ein Topwaterbait geht. Irre. Ja. Boah, das wird so knapp, das wird so knapp. Ich glaube nicht, dass er die 22 hat. Ah, da fängt mein Topwaterbarsch und da ist er so klein. Boah, jetzt habe ich echt zittern. Die Sekunde der Wahrheit. Ah nee, der hat keine 22. Ich muss es gucken. Ich fasse es nicht. Er hat 23. Ist das geil. Ich kann nicht mehr. Scheiße, ist das geil. Oh. Mein Herz. Angel kann einen so bekloppt machen. Der wertvollste 23er meines Lebens. Wahnsinn! Dieser Barsch hat ganz knapp das notwendige Maß und genauso knapp sieht die Tabelle aus. Patrick liegt nun tatsächlich 1,2 Punkte vor Ton auf Platz 2. Nun kann ihn nur noch ein Punktabzug am Weiterkommen hindern, doch das weiß er natürlich nicht. Hat ihn nicht richtig gepackt. Ich habe nur noch die Chance, dass er vielleicht auf den Twitch-Bait geht, dass er noch nicht total verkrämt ist, aber das war ein 80 plus. Das war der Fisch, auf den ich brauche. Der hat ein Spinnerbait genommen, aber hing nicht. Ich könnte Glück haben. Ich befürchte, jetzt hat er Lunte gerochen, aber ja. Ist doch nicht so groß, aber ich sehe Chancen, dass ich mich verbessert habe. Ich denke, der hat 70 plus. Wir haben 75. Okay. Das Vorfach hält und so kann sich Patrick sogar noch mal um 10 Punkte verbessern. 488,4 Punkte sind erneut ein ganz starkes Ergebnis für den Losemann. Auf dem KVD-Jerkbait kam der dritte Biss. Erst hat er den Topwater-Köder verfehlt, dann hat er den Spinnerbait nicht richtig genommen und auf den Twitch-Bait ist er dann noch einmal volle Kanne reingeknallt. Das hat dann funktioniert und wow, geil. Aber die letzten 14 Minuten, um ehrlich zu sein, muss ich jetzt wieder komplett auf Barsch konzentrieren, weil 72 Punkte dürfte jetzt mein kleinster Fisch sein. 36er Barsch kann ich am ehesten verbessern hier und nicht den Hecht, der jetzt 75 hat. Da müsste ich noch einen in der Kategorie fangen und bei aller Liebe glaube ich nicht so sehr dran. Und hier auf dem Teilstück hat sich jetzt ein bisschen was mit Topwater getan. Gab es ja, den Hecht, die Attacke, dann davor die Barsche. Ich habe das Gefühl, hier wurde noch nicht Topwater gefischt und die Fische hier noch darauf reagieren. Und deswegen werde ich jetzt die letzten 10 Minuten damit Gas geben. Tja Leute, ich habe keinen Barsch mehr bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass das reicht, weil wir haben Push, schätze ich auf Platz 1. Ton oder
Sylvain auf Platz 2. Ja, dementsprechend tritt er auch an einen von den beiden. Ich denke mal, ich habe gute Chancen auf den 4. Platz. Bin gerade auf den letzten Meter, weil ich mich so durchs Gebüsch gekämpft habe, fast noch ins Wasser gefallen. Und ich habe das Gefühl, dass die heute noch richtig Gas gegeben haben. Und der eine oder andere, der an die 500 gekommen ist, bin ich drüber. Und in dem Sinne, wenn es das für mich war, es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Es ist ein geiles Event. Stress pur, und danach heißt es erstmal für mich wochenlang fressen, um die verlorenen Kilos wieder drauf zu kriegen. Genießt noch die weiteren Folgen. Wird mit Sicherheit mega spannend. Wohin es geht, weiß ich noch nicht. Und falls ich noch weiterkomme, dann what the fuck. Aber wir werden es sehen. So guys, thanks for fishing, thanks for catching and submitting many fish over the past 2 days. Yeah, it wasn't very easy. Yesterday was good for the guys in Zone East and Ton. You were very successful on the polders. Today I'm not sure if you stopped submitting pictures because maybe the fish weren't big enough. But in general, there weren't so many fish caught today. Much less than yesterday, I think. I will tell you the results quickly. Daniel Mark, no full card this time. And that's not enough to go to the finals. We have 4 guys with a full card. Sylvain, Patrick, Jan and Ton. And the winner of this group with a very amazing result, more than 520 points, Jan Pusch, congratulations. We have a second person to go to the finals, and it was pretty close. One fish would have helped all of you guys, and I'm doing it short. Patrick, you're going to the finals. What the fuck? No! Scheiße! Nein! Echt? Yes. Wow! Sorry, wird viel Piep geben, aber Alter! Scheiße! Yeah, Sylvain, you're 4th. Ton, you're 3rd. Yeah, I thought so. Well fished, guys. Yeah, well, Good fishing, Wow. good competition. Thanks. Wow. Die 20 Topwater-Punkte entscheiden in dieser Gruppe letztlich über Platz 2 und 3. Und so ist es nicht Ton van Ham, sondern Patrick Marable, der Jan Pusch ins Halbfinale folgt. Auf wen die beiden Angler dort treffen werden, erfahrt ihr in den nächsten 4 Episoden, in denen Enrico de Ventura, Dustin Schöne, Veit Wilde, Frédéric Julien, Dirk Ostrowski und Landry Roson um die beiden anderen Halbfinaltickets fischen. Wir freuen uns über Likes, Kommentare und Support im Online-Shop. Ciao.